Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir haben ein neues Level-Up erreicht. Wir sind jetzt Stufe 511, ja, da sind wir jetzt angelangt. Und ja, ich wollte euch auf jeden Fall mal einen Kampf zeigen, den ich jetzt erfolgreich bezwungen habe. Denn wir haben den nächsten Gegner im Hemoritor-Dungeon, glaube ich, in der Schattenwelt besiegt, ja. Haben das Item hier rausbekommen. Gucken wir gleich mal, warte mal, Lost hier, das Ding, ist das 822 zu... Oh, das ist schon guter Qualität von Gegenständen auch noch gleich mit dabei. Widerstand gegen 18. Ja, ich würde mal sagen, plus 40, das lohnt sich nachher schon, das auszutauschen. Also ich denke mal, da kommen wir jetzt so langsam an eine Grenze ran, wo es sich lohnt, mal vielleicht sich neu zu equippen oder so, ja. Vielleicht nicht ganz neu, vielleicht das ein oder andere Item. Aber, oh, guck mal, ich habe hier sogar noch Items, die sind noch schlechter. Hier meine Handschuhe, die sind noch schlechter als mein Item. Ja. Also hier sind viele Items dabei, die man durchaus, ja, mal durchwechseln kann. Mal gucken, wir lassen auf jeden Fall mal den Arena Manager noch ein bisschen weiter durchlaufen, damit wir da dementsprechend eventuell mal bald neue, ja, Runenabschnitte bekommen, damit wir da auch mehr Boni auf die Sachen drauf kriegen und ja, so sieht momentan mein Händler aus. Hier, ich hatte jetzt, glaube ich, in der Zwischenzeit 2 neue Boosts bekommen. Ja, ich glaube, ja, irgendwie hatte ich, glaube ich, 6000 Pilze gehabt letztens und jetzt habe ich mir jetzt in der Zwischenzeit schon wieder 2 Boosts geholt. Heißt, 400 Pilze mal wieder weg, ja. Aber so ist das auf jeden Fall. Ich ziehe das jetzt durch, habe mein Wort, ich werde auf jeden Fall mein Wort halten dazu. Und wir haben den Olifantenbändiger besiegt, ja. Wir gucken uns mal den Kampf an. Stufe 612 ist er. Das war ja der Gegner gewesen, der als nächstes wahrscheinlich so legbar war auf jeden Fall. Und deswegen habe ich den jetzt in meinen Free Tries auf jeden Fall mir erstmal vorgenommen. Und ja, mein Marquardt haut hier schon einen recht schmackhaften Crit raus, ja, das ist schon mal sehr, sehr nice. Und ich glaube, die Kunigunde, die regelt hier auch ganz gut in dem Falle. Ja, ist ja quasi gegen einen Stärkegegner, das heißt ja im Prinzip, Kunigunde muss hier regeln und dann muss ich noch 1, 2 Crits raushauen und dann war es das eigentlich schon gewesen. Wir halten 2 Hits, ne 3 Hits waren das glaube ich aus und hauen dann 308 Millionen Crit raus und kriegen so das Item, das ist natürlich sehr nice. Jo, jetzt werden wir mal gucken, werden wir erstmal das Equipment wechseln und dann schauen, plus 40, das werden wir natürlich auswechseln, Edelsteinsockel hauen wir da rein, zack, und ja, Gegenstand finden, das brauche ich glaube ich auf diesem Equipment-Slot nicht unbedingt, verzauber dein Amulett um bei Abenteuern, nö, das brauche ich eigentlich hier drauf gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier drauf habe. Ist eigentlich mehr unnötig als, ja, als effizient, würde ich mal so sagen. Deswegen, aber meine Quest ist schon wieder durch. Die nehme ich jetzt noch nicht an. Wir machen erstmal noch hier, wie oft? Plus 7 haben wir das verbessert. Dann verbessern wir es auch mal. Plus 7. Zack. Die Werte steigen. Was haben wir hier für einen Edelstein? 1041. Kriegst den neuesten hier. Komm. Wollen wir mal nicht so sein. Und mein Marquardt, der bekommt auch nochmal ein gutes Upgrade, ja. Ist plus 7 mal verbessert, das Teil hier plus 5 mal. Und von den Werten her auch plus 41, ist auch sehr, sehr gut. In die Toilette habe ich heute schon was geschmissen, heißt, das Teil werde ich mir für morgen aufheben. Und ja, dann eventuell einem Begleiter geben, denke ich mal. Ja, kommt drauf an, was hier für ein Item rauskommt. Und dann könnte das eventuell einen Begleiter bekommen. 781, mal gucken, wer kann das gebrauchen. Okay, Kunigunde, oh, okay, Kunigunde hier noch on top. Alles klar, die braucht das nicht unbedingt, das Item. Das bin ich. Beardram, der Beardram könnte, ja gut, im Prinzip ist es besser durch die Verbesserung, die 5 Mal, die ich da drauf getätigt habe, aber ist es mir tatsächlich die Kristalle nicht worth, das meinem Beardram zu geben. Ja, deswegen ist das eigentlich gar nicht mal so, so gut, das Item. Dann werde ich es, glaube ich, in die Toilette kloppen und dann dementsprechend auseinandernehmen, damit wir die Ressourcen da wieder bekommen. Jo, und wir machen erstmal einen Angriff. Den habe ich irgendwie noch gar nicht in der Dings. Hä? Okay, da stand irgendwie ein anderer Name. Habe mich gewundert, warum ich den Namen da noch nie gesehen habe hier. Ja, keine Ahnung. Scheint wohl verbuggt zu sein.
Und wir schauen uns mal den nächsten Gegner an. Oh, die untote Armee, da weiß ich noch, da hatte ich damals einen richtig krassen Crit rausgehauen in der Lichtwelt, als wir den besiegt haben. Das war auch richtig, richtig nice. Schauen wir mal, was hier so bei ihm abgeht. Ist auch wieder ein Stärkegegner mit 1,5 Milliarden Leben, fast 1,6. Und ja, ich werde mal sehen, was bei dem so geht. Ich glaube auch erstmal nicht ganz so viel. Das ist wieder das alte Muster. Die Kunigunde muss hier hardcore reincarryen, damit die Magier so ein bisschen den Rest machen können. Aber mit so einem Angriff wird es natürlich nichts. Ja, okay. Gut, alles klar. Ja, haben wir erstmal hier unseren nächsten Gegner. Einen trockenen Hals heute irgendwie. Ja, keine Ahnung, wen ich jetzt als nächstes attacken werde von der Side of Life. Ja, keine Ahnung. Ich werde mal so ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, ja, ich weiß nicht. Beschützer vielleicht so? Keine Ahnung. Mal schauen. Wir werden uns mal ein bisschen durchtasten auf jeden Fall. Und werden jetzt erstmal unser Equipment wieder anziehen, damit wir hier die nächste Quest auch annehmen können. Zack, so sieht das aus. Und ja, ich gehe momentan wieder ein bisschen mehr auf Ausdauer. Ich hatte ja eigentlich gesagt, so Ausdauer auf 10.000 Basis und dann die Basis auf Intelligenz erstmal auf 40.000 hoch. Aber dadurch, dass ich meine Strategie ein bisschen geändert habe, zwecks der Ehrenhalle, werde ich ein bisschen mehr auf Ausdauer gehen, damit ich nicht so viele Random-Kämpfe reinbekomme und nicht so von Leuten weggeholt werde, die eigentlich deutlich unter mir sind, aber dann irgendwelche Lucky-Angriffe schaffen, ja. Ist ja bei mir mit meiner Waffe, ja, da kann ich auch gegen Leute verlieren, die deutlich unter mir sind, weil ich halt so eine Spanne habe, die halt sehr gut sein kann, aber auch sehr schlecht. Deswegen ist immer für die Ehrenhalle immer eine Spanne besser, die konstant ist, als so eine, die so doll schwankt. Allerdings ist die natürlich für Dungeons besser, ne? Ist natürlich ganz klar. Weil du damit natürlich mehr erreichen kannst, als mit einer, die ja vom Durchschnitt her nicht ganz so hoch ist. Ja, genau, deswegen. Und ja, was mir halt auch empfohlen worden ist, was ich eigentlich auch selber weiß, so ist halt, dass ich mehr auf Gold-Quest gehe jetzt als auf die Erfahrungsquest, ja. Das ist mir auch bewusst, wenn ich in der Ehrenhalle oben mitspielen möchte, dass ich auf Gold gehen muss, ja. Aber irgendwie, ja, ist da so ein bisschen der innere Zwiespalt zwischen mir, weil ich habe das Spiel eigentlich damals angefangen zu spielen, um ein höchst oder möglichst hohes Level zu haben, sag ich mal so. Und das ist eigentlich immer noch so mein Anreiz. Also ich habe ja zwei Anreize, aber man kann nicht beides miteinander kombinieren. Das ist ziemlich doof und bringt mir in eine Zwickmühle. Auf der einen Seite möchte ich ziemlich hoch im Level sein und deswegen nehme ich immer noch ganz gerne EP-Quest an. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch oben in der Ehrenhalle stehen und dafür muss ich aber Gold-Quest annehmen, steigt dann dafür aber nicht mehr so schnell im Level hoch, ja. Das ist, ja, ich weiß nicht, so, und deswegen ist es bei mir momentan so, und das hatte ja auch Bad News schon gesagt, ab 500 lohnt sich das eigentlich so auf Gold zu gehen, also es wäre beides nicht schlimm oder tragisch, so, und deswegen, ja, es ist bei mir so eine Art Zwickmühle jetzt momentan gerade, in der ich mich befinde. Und ich tendiere aber eher halt ja, zu solchen kleinen Quests hier im Allgemeinen, als jetzt so eine großen hier, weil hier komme ich schon ans Goldlimit, ist natürlich klar. Und da schneidet es mir natürlich ganz viel Belohnung weg, die ich durch diese Quest bekomme. Deswegen, hier ist es gerade noch so an der Grenze. Hier habe ich aber auch nicht sehr viel XP dafür im Verhältnis. Bekomme aber auch gleich ein Item, was ja ziemlich wenig Gold hat. Ja, also das ist auch eine Scheiß-Quest. Deswegen würde ich jetzt einfach mal die nehmen. Und so gestalte ich jetzt meine Quest-Auswahl, so wie es halt kommt. Also ich gehe nicht stur auf irgendwas so, sondern versuche das immer so ein bisschen, ja, smart, sag ich mal, so einigermaßen irgendwie zu klären. Deswegen, ja, ist das ziemlich hybridmäßig durchwachsen, sag ich mal, was meine Quest-Auswahl angeht. Ja. Aber ich wollte euch nur mal sagen, dass ich halt ja, mir selbst auch im Klaren darüber bin. Wenn ich in der Ehrenhalle oben stehen möchte, dann muss ich da auch dementsprechend auf Gold-Quest gehen. Ja, aber das ist halt, da versuche ich halt so einen Kompromiss irgendwie zu finden, möglichst gut zu leveln und trotzdem noch relativ viel Gold mitzunehmen am Ende des Tages. Ja, und deswegen, ja, man kann nicht beides gut kombinieren, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Auf jeden Fall werde ich erstmal so ein bisschen dagegen steuern, so dass ich in der Ehrenhalle weiter oben stehe und dass es halt
dadurch, dass ich ein bisschen mehr auf Ausdauer gehe, immer noch, auch als Magier. Ja, ich meine, im Verhältnis zur Intelligenz habe ich halt wirklich sehr, sehr wenig Ausdauer. Und ja, das eignet sich auch für die Dungeons ganz gut. Da entsteht dann auch ein geringerer Random-Faktor und vor allen Dingen hier im Olymp, wo die Gegner auch sehr, sehr viel Leben haben, aber dafür sehr wenig Damage raushauen, überlebt so ein Magier natürlich auch deutlich mehr Hits. Und vor allen Dingen, wenn er dann noch ein bisschen Leben hat, überlebt er vielleicht 1, 2 Hits mehr und das ist ziemlich entscheidend, ja. Deswegen, ja, mache ich das gerade noch so. Ich weiß nicht, wie weit ich hochgehe. Vielleicht gehe ich so auf 15k erstmal hoch auf Ausdauer und dann schauen wir erstmal weiter, ob ich dann erst nochmal auf 20k gehe. Aber wenn ich auf 20k bin, dann baller ich auf jeden Fall die 40k hier voll. Das ist ja, fehlt ja nicht mehr viel. Und dann würde ich, glaube ich, vielleicht so weitergehen. So 40k auf Int-Basis und dann 20k auf Ausdauer und so vielleicht weiter. So ist das vielleicht eine ganz gute Sache. Ja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir erstmal ein bisschen mehr in Ausdauer reinbuttern. Gut, das erstmal zu dem heutigen Video, ja. Ich halte euch weiterhin auf den Stand, falls irgendwas Dungeon-technisch bei mir passiert hier in den letzten paar, die wir noch haben. Und ja, ist ja immer ziemlich interessant. Auf jeden Fall ist ja immer ein halbes Event, wenn ich so einen Dungeon hier besiege auf dem Account. Und ja, dann soll es das von mir erstmal soweit gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.